Alrighty then und damit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Shakes and Fidget mit mir und Basti. Es gibt nämlich was Neues auf Server EU 19, was ich euch nicht vorenthalten will, weil das auch wirklich sehr selten passiert. Und ja, ich habe schon mal gesagt, es gibt Dinge, die sollte man nicht unbedingt nachmachen in Shakes and Fidget, und das ist auf jeden Fall bei den Petfights auch der Fall. Aber seht mal rein. Ja, ich habe in der letzten Woche wirklich einiges an Pilzen ausgegeben für Petfights auf EU 19, da ich ja wirklich versuche, die Pets allgemein sehr, sehr gut zu spielen auf diesem Server, aber gleichzeitig auch in der Ehrenhalle relativ weit oben zu bleiben. Und hier gab es zum Beispiel schon diesen Fight hier gegen Rockestone und Lilipon an einem bestimmten Tag, wo ich es noch finden konnte. Da wurde schon recht viel ausgewichen. Die Chance hier, dieses Pet zu schlagen, war bei 0,12% oder so. Ich habe 2000 Pilze, glaube ich, fast ausgegeben für das Pet. Das war aber noch nicht das. Und das Blöde ist, dass bei dem Durchentern oft einige Petfights nicht da bleiben, ja. Und ich bin aber umso froher, dass genau dieser Fight da geblieben ist. Mit einer Chance von 0,02% habe ich mit Gulps Level 90 Dragopyr geschlagen. Ich will mich ja jetzt nicht anmaßen, dass das jetzt Rekord sei, aber dadurch, dass wir natürlich diese wiederholten Pet- oder Pet-Events haben, Früchte-Events, ist es zumindest wahrscheinlich nicht so häufig der Fall gewesen, dass das schon erledigt wurde, nachdem noch nicht mal die ersten 20 Tage sozusagen des Servers rum sind. Und das andere Thema ist halt, dieses Pet ist halt einfach nur permanent ausgewichen, ja. Das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen, ja. Es fängt direkt an mit Ausweichen, ja. Und wenn der Berserker zum Beispiel, der wurde ja genervt mal, ja, der konnte ja unbeliebig ragen. Wenn Gulps genauso genervt werden oder gewesen wäre wie jetzt so ein Berserker, ne, dann hätte dieser Fight wahrscheinlich nicht funktioniert. Ich vermute, dass wenn Dragopyr mich einmal getroffen hätte mit einem Crit, wäre Gulps direkt gestorben. Ja, das Ganze könnt ihr hier nochmal nachsehen. Ich glaube, hier wurde 19 Mal ausgewichen, und ja, bei 0,02% Chance ist das natürlich auch verständlich. Ich habe auch das Glück, dass ich halt voll reinkritte, mehrfach. Ja, obwohl der letzte war jetzt kein Crit mehr, aber es war wurscht, weil der Crit davor halt da war. Und dann habe ich sogar noch, weil das Event gewesen ist, diese 3 Früchte mitbekommen und konnte auch noch Dragopyr schon auf Level 10 hochbringen. Und das ist natürlich für die Patternhalle eher sehr geil. Also Feuer lief richtig, richtig gut. Das einzig Dumme war, dass ich Matchlit, wo ich auch Pilze investieren musste, um das zu kriegen, aber nicht ganz so viele. Ich habe es dann einfach nicht gefunden. Also ich habe 150 Alu an Expeditionen dann verbraucht und habe das Pet nicht gefunden. Und dadurch wurden natürlich die ganzen anderen Pet-Fights, die hier folgten, sehr, sehr pilzintensiver, sagen wir es mal so. Die waren alle schon relativ pilzintensiv, aber der Pack-Bonus macht die Pets hier stärker. Und teilweise macht das echt einiges aus in den prozentualen Chancen. Ja, wie dem auch sei. Wir werden jetzt hier reingehen. Das Gulps mache ich auf 100, ist klar. Im PvP-Bereich nehmen wir Dragopyr mit. Und Papyron ziehen wir auch hoch. So, bei Erde, ja, ganz klar. Nehme ich hier die Starterpads. Also, das ist ja kein Starterpad, aber das habe ich mit hochgezogen. Ab Mittwoch gehen wir dann auf, oder Mittwoch, Donnerstag gehen wir dann auf die beiden Pads. Also, da habe ich eigentlich fast einen nahtlosen Übergang. Das hatte ich hochgelevelt. Ich glaube, das lasse ich erstmal links liegen. Also, je nachdem, wie viele Früchte ich habe. Wir sind jetzt bei Wasser. Das heißt, Erde füttern wird jetzt eine Weile dauern. Ich überlege. Also heute könnte ich es noch machen, weil ich gefühlt genügend Früchte übrig habe. Ich nehme es mal mit. Aber das muss jetzt nicht zwingenderweise passieren. Ähnliches haben wir eigentlich bei Licht. Da habe ich Tinker einmal ein bisschen außen vor gelassen. Aber Bluetooth habe ich halt schon auf 67. Also ich glaube, ich werde im Zweifel Tink dann noch ein bisschen da lassen und das noch hochziehen. Aber hier habe ich sowieso vor, eigentlich nur mit Oxion reinzugehen, weil wir ja noch Nightlight brauchen. Dementsprechend die Witch hier erst später nachzuziehen. Im Schatten, ja, da ist es relativ entspannt. Da kommt jetzt Rosa Lynx. Das hätte ich auch mit 0,02% versuchen können, aber das bringt es jetzt nicht wirklich für die 2 Früchte mehr, weil wir es ja sowieso erst am Donnerstag freischalten. Und dementsprechend wird das Pet bis dahin eh nochmal stärker. Das passt. Und im Wasser, ja, da habe ich auch Unterbiss geschlagen. Das war auch nicht so einfach. Hat ein paar Pilze gekostet, deshalb
Ja, also ich habe jetzt für diese Pet-Woche sicherlich fast 9.000 bis 10.000 Pilze ausgegeben. Was geile war aber, Dragopyr tatsächlich hat mich vielleicht 250 Pilze gekostet. Also das war sehr, sehr lucky. Ich habe einfach gesagt, das war 23 auf Pan 50. Ich probier's. Ich enter einfach durch. Und dann hatte ich es wirklich 2, 3 Minuten vor 0 Uhr halt geschafft. Also das war mega, mega geil. So, heute haben wir Wasser. Ja, warum ziehe ich hier diese Pads hoch? Zum Beispiel wie, na gut, hier weiß ich es nicht, aber hier mache ich es ja auf jeden Fall. Hier habe ich es eigentlich vor und bei Feuer geht es nicht ganz, aber hier mache ich es auch. Wenn wir 2 Pets auf Level 100 haben, dann werden alle Pets auch nochmal stärker. Das heißt, ich habe dann 2 oder 3 Habitate, wo die Pets schon stärker sind, weil wir 2 Pets auf 100 haben. Und ja, mit einem Pet auf 100 reicht es halt nicht. Das dachte ich früher immer. Ja, und ich werde bei Wasser jetzt halt, dadurch, dass ich auch Unterbiss geschlagen und gefunden habe am Sonntag. Ich habe ausgeguckt, Evilgrim, Unterbiss, also wenn ich Evilgrim 3 Früchte gebe, sind es 18 Level Unterschied. Und ich habe mit SF Game Tools so ein bisschen reingehorcht und hab gesehen, also ein Unterbiss, was 18 Level nur schwächer ist als Evilgrim, ist trotzdem stärker im Schnitt. Und ich kann Fluch schneller finden. Also ich will nicht mit Unterbiss auf Hydrosbier gehen, das könnte ich theoretisch machen. Muss mal sehen, es kommt ja nochmal ein Pet-Event, ob ich das überhaupt vorhabe, aber da braucht man dann auch einen starken Kladdi und der Kladdi, der geht jetzt erst demnächst auf 11. Also da müsste auch nochmal ein Unterwelt-Event kommen, glaube ich, dass ich da mit einem höheren Kladdi reingehe und den hohen Chancen, aber eigentlich müsste es gut genug laufen, wenn ich halt mit Unterbiss ab einem gewissen Level auf Fluch gehe. Es müsste immer noch passen von der Machart her. Also ich glaube, da stehe ich schon so auch gut genug da. Ja, in der Pet-Ehrenhalle sieht es wie folgt aus. Da bin ich jetzt gerade nur Rang 6. 130, nicht mal ganz 100 Ehrenhalle-Punkte Unterschied. Ich habe halt gestern eine Pet-Attack gegen Casey verloren. Casey hat auch Pepiron hochgelevelt gehabt. Und ich habe, glaube ich, mit Schatten oder so angegriffen und da war halt keine Chance. Da war wirklich keine Chance. Dementsprechend bin ich da hinten dran. Ich hoffe jetzt vielleicht noch einen guten Gegner hier zu bekommen. Shizu ist, glaube ich, ja, Shizu ist auch schon etwas abgeschlagener. Also gibt nicht viele Ehrenhalle Ehre, wenn man den jetzt besiegt. Er ist mit Wasser dabei, mit 10 Pets. Es ist schwierig zu sagen. Also er hat Unterbiss nicht, ist klar. Er wird Evilgrim irgendwann mal hochgelevelt haben. Die Frage ist, wann. Wenn er das erste Pet weitergelevelt hat, könnte er auch bei Paar 90 sein. Dann wäre Evilgrim jetzt ähnlich stark wie bei mir. Fakt ist für mich, dass Schatten und Wasser im PvP dadurch jetzt auf jeden Fall schwächer sind. Also Erde halt schon besser durch Ds, Pet und auch, ja, das macht schon was aus, diese Level. Die Levelunterschiede machen was aus. Dementsprechend gehe ich jetzt hier mal richtig mutig mit Shadow rein, weil Shadow, obwohl Shadow hat einen Elementbonus, ja sogar. Also ja, sieht auch schon gut aus. Also ich finde diese Vorschau leider nicht ganz so geil, nimmt ein bisschen die Spannung weg. Er hat Okedile auf 97 gelevelt, aber da ist Tusi jetzt schon ausreichend. Er hat Evilgrim 31, die Levelunterschiede, das macht nichts. Und das ist 21 Jahre, das ist fast das Minimale. Lutis Fangirl, Props gehen raus an Lutis Fangirl, weil Lutis Fangirl sehr geil in der Festung ist. Er hat sehr viele Ressourcen, haben wir schon viele Angriffe hin und her getradet. Wir haben jetzt keine Partnerschaft oder so, aber das ist schon nicht schlecht. Lutis Fangirl hat vom Level her ist ein bisschen höher. Da würde ich fast mal versuchen, oder fast ein bisschen ehrfürchtiger reingehen wollen. Bei Licht, Bluthüt, das ist ein Scout mit 67. Das sollte eigentlich reichen. Das einzige Problem, was ich hätte, ist, wenn J-Klops den ersten Fight gegen Tusi halt übelst verkackt. Und aber Ting 76 macht auch noch Damage. Ich könnte aber auch mit Wasser selber reingehen, aber das sollte eigentlich machbar sein. Also, weil ich halt auch 2 Pets, also 2 Pets, die sich die Arbeit teilen sozusagen, ja. Ich gehe trotzdem mal mit Licht rein. Okay. Da sehen wir, dass J-Klops das schon alleine regelt. Okay, Lutis Fangirl hat also die Früchte ein bisschen mehr aufgeteilt. Dementsprechend der Unterschied. 19 Jahre Shiemen scheint hier ähnlich aufbereitet zu sein. Gehen wir mit Wasser rein. Orcale kann es nicht alleine richten. Er hat noch 5000 HP übrig gelassen. Die haben alle Pengu-Water irgendwie auf 10 gelevelt. Haben das aber nicht weitergeführt. Geht über Octopus. Aber immerhin 43 Jahre. Der war weiter oben gewesen. Dai Sci-Fi, das ist auch, es ist halt einfach. Muss ich überlegen, eigentlich
Also im PvP-Bereich müsste Happy Run einfach am stärksten sein, wobei wir haben ja auch noch einen 49er Rainus, also ich will im letzten Fight dann halt nicht noch irgendwie Früchte verlieren, aber hä, immerhin müssen wir hier weitergehen. Okotal 88 überlebt nämlich. Aber gut, ja, das ist ja, ein kleiner Tropfen. 41 Ehre. Und dann haben wir noch Neutral. Ja, Neutral ist jetzt hier bei den Pets, glaube ich, auch nicht weit oben. Ich hätte eigentlich am liebsten gern halt jetzt einen Gilmark, einen Akumifix, einen Casey, Man Has No Name, selbst ein Lieutenant. Also die Leute bis hierhin keinen so richtig drin, außer Shimon, der in der Top 30 war. Das gibt halt nicht viel Ehre. Das ist so ein bisschen das Problem. Also das ist auch der Grund, warum ich sage jetzt, dass ich wahrscheinlich nicht mit Unterbiss auf Hydrusbill gehen muss. Also ja, weil, weiß nicht, wenn wir jetzt nochmal Pet-Event haben, dann, also Unterbiss ab Level 60 oder sowas schlägt halt auch ein Fluch und dann kann ich das trotzdem hochziehen und irgendwann schlägt sich Hydrusbill halt auch. Also selbst wenn die Chancen minimal sind, da habe ich echt noch viel Spielraum, aber wir holen jetzt noch den letzten Pet-Fight. Quatsch, du musst ja hier hingehen. Ne? Natürlich gönnen wir uns Neutral, müssen wir. Und ja, finde ich immer witzig, weil meistens Lilipon halt ausreicht im Moment noch. Die wenigsten sehen, dass ich tatsächlich das nächste Pet dann auf dem gleichen Niveau habe, ja. Und das ist halt auch nur 19 Jahre leider. Köwe habe ich dann morgen als erstes auch wieder, aber ja, auch geil für die Festung. Rang 34, gut, gibt vielleicht ein bisschen Ehre. Vielleicht zieht er sich noch ein bisschen hoch, wäre ganz nice. Also so sieht die Pet-Anhalle erstmal aus. Ich bin jetzt gerade Rang 1, Kev hat vielleicht noch nicht gespielt, beziehungsweise auch die hier, wenn die halt gewinnen, viel Ehre kriegen. Dann rutsche ich wieder runter, ist klar. Aber ich bin jetzt hier mit 47 Pets am Start, wie es aussieht. Und wir holen uns jetzt gleich noch Fischer. Fischer habe ich nämlich nicht bekommen können. Letzten Monat konnte ich ihn auch noch nicht besiegen. Also das war einfach nicht drin von den Chancen her. Da hat etwas gefehlt und das ist das einzige Pet, was ich jetzt finden kann heute. Dienstag ist dann eigentlich auch klar. Gibt es nur ein Pet. Wichtig sind jetzt Mittwoch und Donnerstag, weil Mittwoch eben gerade Bofuchs sehr wichtig. Red Fuchs, beide during the day. Ach ne, Quatsch, der ist in der Night und der ist during the day. Ich hoffe, dass ich beide auch bekomme. Und Donnerstag auch nicht unwichtig, wegen ja, den beiden Pets ist klar. Aber es sind 2 Pets maximal. So mit 2 Pets habe ich immer die Hoffnung, dass ich das mit Expedition auch schaffe, damit wir eben auch die Früchte sammeln können. Wenn ich natürlich jetzt Mittwoch zum Beispiel das Pet nicht finde, dann muss ich Donnerstag das Pet finden. Da gehe ich vielleicht auch auf die Abenteuer dann. Also das muss ich mir echt überlegen. Ich kann halt auch... Eigentlich macht es halt Sinn, 3 Level Unterschied mitzunehmen, Lil Beats Up halt ja, zu spielen bei Erde tatsächlich, weil es ein stärkeres Pet ist. Ähnlich eigentlich bei Licht. Ja. Deshalb muss ich das ein bisschen abhängig davon machen. Achso, stimmt. Mittwochnacht brauchen wir auch noch theoretisch Spätlatter. Und Rosalynx kann man ja auch noch bekommen. Das stimmt. Die sind jetzt... ja doch, Rosalynx eigentlich sollte ich, denke ich mal, anvisieren, um direkt durchzugehen. Nicht über Ninja. Das muss ich mir nochmal angucken. Also es bleibt viel zu tun hier bei den Pets auf jeden Fall auf diesem Server. Und mir macht es aber richtig viel Spaß. Und ja, das war es mir jetzt auf diesem Server auf jeden Fall mal wert, das Ganze mitzunehmen. Ich hoffe ja auf eine Pet Defense. Ja. Also auf eine frische Pet Defense, dass mich mal einer wieder hier angreift. Das, ja, vor allen Dingen von den Leuten, die halt jetzt hier auch sehr weit oben sind. Ja, also, wie gesagt, Casey weiß ich bei Feuer. Ist ja ähnlich gut unterwegs gewesen wie ich. Und Gilmark, Akumifix, die habe ich halt gar nicht gesehen in Fights. Das bleibt mir mal offen. Naja, ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Woche. Genießt das schöne Wetter. Also bei mir soll es relativ schön sein. Ich hoffe bei euch auch. Und ja, übrigens habe ich mir den Rahmen gegönnt, EU19. Also EU19 habe ich im Moment echt das Gefühl, werde ich trotz meiner angekündigten Inaktivität ja langfristig weiterspielen. Weil wenn ich EU20 spiele, werde ich hier höchstwahrscheinlich dann Dungeon Pause machen.
beziehungsweise nicht mehr ganz so krass reinpilzen, vor allen Dingen auch nicht für die Pets. Also die Pets will ich schon weiter spielen, ne? Aber ähm, ich sag mal, Früchte sammeln und so, das schafft man ja dann auch im Eco-Bereich. Und wenn EU20 startet, wenn ich nicht starten kann, habe ich trotzdem EU19. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Aber dazu dann mehr im nächsten Part. Ich wünsche euch was. Haut auf jeden Fall rein, macht da Tschüss und Servus, euer Basti.